Kauf keinen 18 Volt Bohrhammer. Das sollte eigentlich der Titel für dieses Video sein. Denn wir haben hier 12 Volt Bohrhammer auf dem Tisch, die eigentlich mehr als ausreichen für 99% der Arbeiten, die man so macht. Und ich zeige dir in diesem Video, dass das wirklich so ist und dass du nicht übertreiben solltest bei deiner Bohrhammerwahl. Und dass die Dinger hier mehr können, als du denkst. Viele denken bei einem Bohrhammer genau an das hier, so ein riesiges Monster. Wir haben hier 5 Kilo Geräte, 10 Kilo Geräte, 15 Kilo Geräte mit mehr als 10 Joule Schlagenergie zum Beispiel und hämmern dann auf die Wand ein. Und das hat natürlich alles seine Berechtigung. Und wenn du einen großen Durchmesser hast, ja, meinetwegen so 3 cm aufwärts, dann brauchst du auch mal so ein richtig starkes Gerät, um das Ganze zu machen. Dann wird es irgendwann schon fast eine Kernbohrung. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ganz häufig ist es aber, dass wir Bohrungen machen, so mit einem 6er Loch, 8er Loch, 10er, 12er, vielleicht ein 14er im höchsten Fall. Und die meisten Bohrungen, die man so, ich sag mal, nicht in der Kernsanierung oder im Rohbau macht, sind ja meistens dann eher kleinere Löcher. Und dafür nehmen die meisten einen viel, viel zu großen Bohrhammer. Denn wenn man fertig ist mit seinem Bau, nur noch ein paar Bilder einhängt, mal einen Schrank oder ähnliches oder Hausmeistertätigkeiten zu machen hat, dann braucht man so ein großes Monster einfach nicht. Dann tun es auch die kleinen 12 Volt Geräte. Denn wir haben hier Geräte mit 0,9 bis 1,5 Joule Schlagenergie und ich werde dir in diesem Video beweisen, dass das völlig ausreicht. Und in diesem Video geht es ganz bewusst nicht darum, dass wir sagen, ja, der eine gewinnt, weil ich kann dir jetzt schon eine Sache verraten. Jeder von denen kann das, was ich eben sagte. Jeder von denen ist multifunktional einsetzbar. Gut, der FlexiClick von Bosch sogar noch viel, viel mehr, aber da kommen wir gleich dazu. Und wir kommen auch dazu, dass der auch richtig potent Löcher bohren kann. Aber eins nach dem anderen. Was ich damit sagen möchte, ist, es gibt keine Ausrede mehr. Wenn du im 12 Volt Bereich bei Makita bist, dann ist das ein tolles Gerät. Wenn du bei Dewalt bist, bei Milwaukee oder. Und wir schauen uns gleich mal an, wenn wir testen, wie gut die funktioniert. Dabei erstmal schauen wir uns an, welche Geräte haben wir hier eigentlich. Wir haben die Makita HR140D, den Metabo BH12BL16, den Flex FHE1-16 12-EC, den Dewalt DCH072NT, Milwaukee M12 FHAC16 und Bosch GSR 12V32FC. Die Kenner von euch wissen schon, was das heißt. Ich habe hier meinen Zettel mit ganz vielen technischen Daten. Das heißt aber für euch, dass ihr auch wieder alle technischen Daten zu allen Geräten, die wir auf dem Tisch haben, hier oben verlinkt bekommt oder unten in der Videobeschreibung. Denn wir haben den großen Werkzeug für Leichtfehler gemacht, wo ihr alles euch anschauen könnt, nochmal auf einen Blick und natürlich auch abstimmen könnt, welcher euer Liebling ist. Und apropos abstimmen, wenn ihr unten kommentiert, welcher euer Liebling ist, seid ihr im Gewinnspiel mit dabei. Und wenn das mal nichts ist, ja, dann könnt ihr natürlich auch Werkzeug gewinnen und vielleicht sogar ein kleiner Bohrhammer mit dabei. Kann ja durchaus sein. Gerade aktuell. So, worüber wir aber sprechen müssen, ist als allererstes mal die Preise. Und das ist irgendwie leicht und schwer, denn wir haben hier bei Makita einen Preis nur von 95 €, also rund 100 € Solo ohne Akku, aber das ist schon echt nicht viel für einen kleinen Bohrhammer, mit dem du eigentlich alles machen kannst, was du so alltäglich erstmal brauchst. Ja? Dann machen wir hier weiter 120 €, 125 €, 155 €, 160 € und hier wird es etwas schwieriger. Denn wir haben hier den FlexiClick, das heißt, das ist ja eigentlich nur ein kleiner Akkuschrauber, das ist der neue 32er FC. Wer übrigens das Video dazu verpasst hat, ich verlinke das nochmal hier oben, momentan wohl einer der besten 12 Volt Akkuschrauber überhaupt auf dem Markt. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist was anderes. Denn wir sehen ja hier, wir haben einen Akkuschrauber. Das heißt also, hier haben wir verschiedene Aufsätze, ja, die wir hier haben und so weiter und so fort. Und da ist der Preis so ein bisschen schwierig. Denn das Gerät könntest du solo kaufen, einfach ohne alles, ohne Akku und so weiter. Sind wir vielleicht bei 100 €. Dieser Aufsatz hier vorne kostet nochmal so zwischen 80 und 100 €. Übrigens alles, was du hier siehst, auch unten in der Videobeschreibung natürlich verlinkt. Ihr kennt das ja. Ja, ehrlicher Preisvergleich und so weiter und so fort. So, wenn du nur das beides zusammen kaufst, bist du so bei rund 200 €, immer noch das teuerste hier. Du kannst natürlich noch deutlich mehr machen. Wenn du das Ganze mit allen Aufsätzen nimmst, dann ist schon noch mal ein bisschen mehr. Ja? Aber auch da das passende Set unten auch verlinkt. Musst du entscheiden, was für dich passt. Aber hier ist es natürlich so, kostet mehr, aber du hast ja auch einen vollwertigen Akkuschrauber hier mit dabei. Interessanterweise können die aber alle hier auch schrauben, aber das gucken wir uns nachher auch mal an. Ja? So, das also zu den Preisen. Der nächste Punkt ist natürlich, wir gucken uns die Geräte auch gleich mal ganz kurz an, der nächste Punkt
Wie auch immer. Der nächste Punkt ist folgendes: Wie stark sind sie denn eigentlich? Und da ist der Unterschied eigentlich sogar riesengroß. Denn wir haben hier bei Makita 1 Joule Schlagenergie. Ja, dann haben wir hier bei dem nächsten haben wir 1,3 Joule Schlagenergie, also 30% mehr. Bei Flex, das neueste Gerät übrigens hier in der Runde, haben wir 1,5 Joule Schlagenergie. Dann gehen wir hier auf 1,1, 1,15 und der hier hat sogar nur, naja, man könnte jetzt auch sagen, klägliche 0,9. Aber wir werden ja gleich auch mal testen an unserem Betonblock, ob das wirklich eine große Auswirkung hat und auch auf Zeit testen. Ja? Und ihr werdet sehen, es funktioniert. Es funktioniert. Heißt aber, wir haben hier mit Flex das absolut stärkste Gerät auf dem Markt, zumindest hier auf dem Tisch, mit 1,5 Joule. Aber lass uns die Geräte mal kurz anschauen. Schauen wir uns die Geräte mal an und du wirst sehen, es gibt gar nicht so viel zum Anschauen. Wenn wir uns jetzt hier mal das Makita-Gerät anschauen. Von der Seite unspektakulär gibt es nichts zum Einstellen. Von der anderen Seite, seht ihr, unspektakulär gibt es genau einen einzigen Knopf, beziehungsweise eigentlich zwei. Es gibt den Knopf und den Knopf. Nee, es gibt sogar noch den Knopf. Ja komm, lass uns das mal anschauen. Also, erst einmal, wir haben das Gerät, können hier den auslösen, dann können wir Rechts-Links-Lauf noch auswählen an dem Knopf und dann haben wir hier die Möglichkeit, Folgendes zu machen, zwischen Bohren und Schlagbohren. Jetzt müssen wir auch einen Unterschied hören. Ja, Moment. Ja, jetzt ist Schlag aktiv, jetzt ist Schlag nicht aktiv. Und das war's auch schon. Was ein bisschen lästig ist, ist das Teil hier zu verstellen. Übrigens, was sagt ihr dazu? Schreibt mal unten in die Kommentare. Sollte es Metall sein, so wie bei Flex zum Beispiel, oder hier so ein Wackeldackel? Ich weiß nicht. Am Ende, die Aufgabe wird beides erfüllen, aber ich weiß nicht. Also Metall finde ich wie merkwürdig. Aber es ist so flexibel, dass es dann auch nicht kaputt geht. Na, sei es drum. Aber das ist alles, was wir hier vorne haben, SDS. Alle haben hier SDS, würde ich nicht nochmal erwähnen und übrigens alle sind brushless, auch nochmal ganz wichtig. Aber ihr seht wirklich, das ist klein, kompakt und wenn du hier so einen kleinen Akku nimmst, hier einen 2 Ampere, dann kannst du noch wunderbar hinstellen und ein paar Löcher bekommst du damit auf jeden Fall gebohrt. Nochmal ein Hinweis, aus meiner Sicht ist das hier gerade für Privatanwender ein mega gutes Gerät, also alle Geräte hier sind ein mega gutes Gerät für einen Privatanwender, aber gerade so im Bereich Hausmeister oder du musst ab und zu mal unterwegs sein oder auch so, ja sanitär, da brauchst du schon mal was Größeres, aber vielleicht als Zusatzgerät, wenn du im Bereich Sanitär unterwegs bist und nur mal so ein bisschen irgendwas warten möchtest, ist das vielleicht auch ein Thema. Schreibt mal unten in die Kommentare, wofür würdet ihr die einsetzen. Kommen wir zum nächsten. Hier bei Metabo ist es so, dass es hier genau dasselbe ist. Wir haben hier von der Seite wieder nichts. Von der Seite haben wir die Möglichkeit, hier das Ganze einzustellen. Und das war es auch schon. Ja? Wir haben hier auch einen relativ kleinen Akku. Nee, stimmt gar nicht. Wir haben hier einen 4 Ampere-Stunden Akku drin. Können hier auch auswählen von Bohren auf Schlagbohren und das war's. Ja. Auch hier, um das hier zu verstellen, müssen wir hier das ein bisschen drehen, machen und tun. Dann können wir hier das hier nach vorne und nach hinten stellen, ja, so wie man das kennt. Übrigens das Thema Absaugung, das schauen wir uns nachher auch mal an, wie man mit diesen Geräten wirklich staubfrei bohren kann und das geht besser, als man denkt. Kommen wir zu Flex, das neueste Gerät hier in der Linie hier eigentlich und mit 1,5 Joule, hatte ich ja vorhin schon gesagt, auch das stärkste Gerät und das solltet ihr wirklich mal im Fokus haben oder mit in eurem Radar haben, weil die Firma Flex macht mehr gute Geräte, als man so denkt. Ja? Und hier mit so einem kleinen, kompakten Bohrhammer ist schon eine coole Sache. Ja? Ist auch schön Flex drauf, finde ich schön. Und viele denken bei Flex ja sowieso immer nur an die Flex. Ja? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Hier auch wieder kein Knopf, hier abdrücken, also hier haben wir den Trigger, heißt das ja heutzutage, dann haben wir Rechts-Links-Lauf, dann haben wir hier auch die Möglichkeit, das Ganze einzustellen. Was ich interessant finde, ist Folgendes, wenn ich jetzt hier drauf drücke, merkt ihr, dass er ordentlich, da ist ordentlich Saft drauf, wie gut er geht. Schauen wir uns gleich an. Aber was ich bemerkenswert finde, ist Folgendes. Ich habe hier eine kleine Dämpfung. Aber die Dämpfung, die konnte ich, also wir haben ja folgendes Thema. Wenn wir hier eine Schlagenergie haben, dann haben wir natürlich auch Vibration auf den Arm. Und wenn wir die Vibration auf den Arm haben, nach längerer Zeit ermüdet man und das willst du auch eigentlich gar nicht haben. So, dann ist es hier so, dass wir bei vielen Geräten an der Stelle so eine kleine Dämpfung haben, die dafür da ist, um die Vibration ein bisschen halt zu dämpfen. Dann haben wir aber auch Geräte wie Makita, wo wir die Dämpfung zum Beispiel hier vorne drin haben. Da sieht es ein bisschen anders aus. Aber du siehst hier, ich kann das zusammendrücken. Ja? Und da siehst du, dass das Ganze entkoppelt ist. Und zwar hier komplett entkoppelt. Ja? Wunderbar eigentlich gelöst. Bei Metabo ist es so, dass wir das hier oben haben. Wir können auch hier das Ganze zusammendrücken. Und da sieht man auch, dass da was passiert. Nee, so machen wir das nicht. Wir machen das mal so. Probier das mal. Ja, da passiert richtig was und da bekommst du wirklich was zu sehen. Hier bei Flex
mag das vielleicht funktionieren, aber was auffällt ist, das hier ist sehr massiv. Das ist auch wirklich irgendwie getrennt, aber wenn ich drücke, passiert da nichts. Also wirklich gar nichts. Also muss ich nachher mal gucken, wie gut die Dämpfung hier wirklich ist. Okay, kommen wir zum nächsten Gerät. Haben wir hier D-Wald. Hier haben wir hier überhaupt eine Dämpfung? Ich glaube nicht. Hier gibt es keine Dämpfung. D-Wald sagt, bei so wenig Schlagenergie brauchen wir keine. Hier auf der Seite wieder nichts. Hier unser Knopf. Rechts-Links-Lauf, hier können wir das Ganze auswählen, ja, von Schlagen auf Bohren. Ich finde den Schalter übrigens ganz schön, weil das nicht so eine große Bewegung ist, von rechts nach links, und ich kann einfach hier sagen, klack, 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 klack. Eigentlich ganz cool. Auch hier der 2 Ampere-Stunden beste Wahl, ja, dann steht er am besten, oder kann ich noch, na, das stimmt eigentlich gar nicht. Wenn man ihn hinstellt auf den 2 Ampere-Stunden ohne den Griff hier an der Stelle, stellt es mal zur Seite, dann werdet ihr Folgendes feststellen, dann fällt er immer um. Was ich ein bisschen schade finde. Apropos schade, wir haben hier auch wieder den Stab, den wir schön hier aus Metall, Kunststoff haben. Bis jetzt habe ich aber eine Sache vergessen bei Flex euch zu sagen, nämlich wir können den sehr leicht verstellen. Bis jetzt war es immer so, dass wir den Griff lose drehen mussten. Hier ist es anders. Ich drücke hier auf den Knopf, kann es da vorne stellen, fertig. Ja? Das ist schön einfach, schön intuitiv, geht sehr, sehr schnell, das mag ich. Okay, kommen wir zu Milwaukee mit 1,15 Joule Schlagenergie. Hier haben wir schon mit 160 € auch ein etwas anderes Gerät, denn nur eins, wir haben hier hinten einen Bügel. Das heißt, wir können das mal irgendwo auch an die Leiter zum Beispiel dranhängen. Du stehst oben auf der Leiter, sagst, oh nee, ich brauche mal meine Hände, kannst irgendwo ranhängen auf dem Gerüst und so weiter und so fort. Ja? Funktioniert. Zusätzlich haben wir hier auch die Möglichkeit, Schalter drücken nach vorne und können das so einstellen, wie wir es gerade brauchen. Finde ich ganz cool. Dann haben wir eine Funktion, die die anderen Geräte eben nicht hatten. Keiner von denen hat das. Wir haben hier eine Meißelfunktion. Ergo, wir stellen es hier auf Bohren, wunderbar, wir Schlagbohren, oder auf Meißeln. Meißeln, für die, die es vielleicht noch gar nicht kennen, hier ist es so, das Gerät dreht sich nicht mehr, sondern das Gerät, hier kannst du einen Meißel einsetzen und bewegt sich nur nach vorne und zurück. Ja? Auf die Art und Weise können wir zum Beispiel auch mal eine Fliese oder Fliesen allgemein von der Wand wegstemmen oder in kleinere Betonteile auch zertrümmern. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja? Also wir sehen hier ein Gerät mit anderen Einsatzzwecken. Ja, wenn du das, was für dich ist, dann kannst du es damit machen. Das zeigt aber auch, dass wir hier wirklich ein Gerät haben, wo wir sagen, naja, 18 Volt, brauchen wir überhaupt noch ein 18 Volt Gerät, wenn wir nur im kleineren Bereich unterwegs sind. Ja. Ich weiß jetzt schon, dass einige von euch sagen, ey Junge, ich habe hier ein 800 Quadratmeter Schwimmbecken, wo ich die Fliesen raustun muss. Ja, davon reden wir ja nicht. Ja? Sondern wenn du zum Beispiel mal so ein kleineres Bad auch hast und hast keine großen Maschinen, kannst du es damit dann eben trotzdem machen. Kommen wir zum letzten Protagonisten, den wir hier haben, und zwar den 32 FC. Hier ist erstmal nochmal wichtig, Folgendes zu verstehen, dass wir hier einen normalen Akkuschrauber haben, in dem wir zum Beispiel hier auch ein Bohrfutter nochmal extra einsetzen können. So, zack, rein. Können wir hier ein Bit einsetzen. Wir können aber auch ein ganz normales Futter hier, ein richtiges Bohrfutter einsetzen, wo wir jetzt zum Beispiel Rundschaft einsetzen können, um die Ecke bohren. Ihr kennt das alle zu Genüge. Ja? Wir haben aber auch diesen Aufsatz und deswegen ist er hier mit drin. Auch weil Bosch in dem Bereich ja gar keinen anderen Bohrhammer hat, den wir jetzt hier testen könnten. Wir möchten aber euch zeigen, wie viel Kraft der dann am Ende doch hat. Und wir werden jetzt mal Folgendes machen. Ich gehe jetzt mit euch mal nach draußen und teste das Ganze. Wir nehmen einen schönen langen Bohrer und nehmen mal die Zeit und schauen mal, wer ist am schnellsten. Hä?
schaut mal, die Ergebnisse waren noch richtig interessant. Wir hatten so einen großen Betonblock, der übrigens nicht homogen ist. Das heißt also, die Werte würden, wenn wir jetzt 10, 20 Löcher machen, immer so ein bisschen sich unterscheiden, weil mal ist ein bisschen mehr Stein, an der Stelle mal ein bisschen weniger Beton. Ihr wisst, was ich meine. So, aber im Wesentlichen haben wir hier schon gute Ergebnisse. Zusätzlich haben wir diesen Bohrer genommen, der unverhältnismäßig lang ist. Wir haben hier einen 8er Bohrer in 20 cm Länge, also bis hier an der Stelle 20 cm. Das heißt, wir haben auch wirklich ein 20 cm Loch in den Stein reingebracht, was völlig untypisch ist für solche Geräte. Ja, wenn wir jetzt nur einen kleinen Dübel hier, also ein kleines Loch gebohrt hätten für einen Dübel, wäre es natürlich eine andere Sache gewesen. So, kommen wir aber mal zu den Testergebnissen. Und das ist wirklich wieder wie immer super spannend, denn das beste Gerät war Milwaukee. Und übrigens hat man das sogar gemerkt. Beim Bohren hast du gemerkt, so, boah, da ist aber auch ordentlich Fortschritt. Das fühlte sich sogar vom Bohren am besten an, würde ich sagen. Der war das schnellste in 30 Sekunden. Dann kommen wir zu zwei Geräten, zwar Metabo und Flex, die annähernd gleich schnell waren. Mit 36 und 37 Sekunden sagen wir mal, das ist gleich schnell. Ja, also die beiden waren schnell, kamen gut ins Material rein, gar kein Thema. Danach haben wir hier Dewald schon mit einem guten Abstand, 48 Sekunden. Und wir hatten hier das Problem, dass wir hier 2-3 Mal eine Abschaltung hatten. Hier war es so, dass gefühlt der Akku zu schwach war für das Gerät. Wir haben es übrigens auch zweimal getestet. Wir haben vollen Akku genommen, getestet und ich dachte, Mensch, warum schaltet der sich denn ab? Ist der Akku leer? Und dann haben wir geguckt, oh, nur ein Balken? Komisch. Naja, dann haben wir den zweiten genommen, auch voll. Der Akku war also wirklich knastervoll, wie man so schön sagt. Nochmal und auch da hat er wieder 3-mal abgeschaltet. Er ist runtergefallen bis auf einen Balken, jetzt hat er wieder 2. Das fand ich ungewöhnlich. Aber auch damit bekommst du dein Loch in den Stein in 48 Sekunden. Hier bei Makita hatte ich übrigens ja vorhin sogar einen Fehler gemacht. Ich habe vorhin gesagt, der ist brushless, ist er aber gar nicht. Wir haben hier das einzige nicht brushless Gerät und die hatten wir 1 Minute 12. Das heißt doppelt so lang, also mehr als doppelt so lang als hier bei Milwaukee. Im Grunde im Wesentlichen vom Gefühl her auch als die beiden. Und ja, unser langsamstes Gerät ist hier unser FlexiClick mit 1 Minute 21. Okay, ja, hier muss man aber ganz klar sagen, wir haben hier, und ich will es gar nicht zu Tode relativieren, wir haben hier natürlich ein Gerät, was eben noch mal deutlich mehr kann, als einfach nur bohren. Wir haben hier ein Gerät, was vor allem auch als Akkuschrauber nutzbar ist, sehr klein, kompakt ist und so weiter und so fort und auch sehr leicht. Es ist auch das leichteste Gerät von allen hier im Testfeld. Die anderen, und das werden wir jetzt auch mal ausprobieren, die anderen können auch mit Holz arbeiten, zum Beispiel auch mal eine Schraube reinschrauben, aber eben nicht so schön, wie der das kann. Und das zeige ich dir jetzt mal. Schau, wir haben ja nur eine SDS-Aufnahme, aber dafür gibt es passende Adapter. Den verlinke ich dir auch mal unten in der Videobeschreibung. Sehr, sehr, sehr nützlich. Jetzt kannst du Folgendes machen. Setzt das hier einfach ein. Zack. Und dann nimmst du hier deinen Bit. Kannst du hier rein tun. Und dann, ja, können wir damit schrauben. Geht auch. Das ist ja interessant. Ja, der ist dafür einfach nicht ausgelegt. Also hier merkt man eindeutig, das Drehmoment reicht hier nicht. Warte mal, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Und zwar hatten wir den Test vorhin mit genau diesen Akkus gemacht, mit einem 2 oder 3 Ampere-Stunden, aber einreihig. Das ist ein Riesenthema. Und uns ist vorhin die ganze Zeit nicht aus dem Kopf gegangen, warum ist der Dewald immer wieder ausgegangen? Warum ist er ausgegangen? Und dann ist uns aufgefallen, warte mal, wir können mal einen 5er ausprobieren. Das ist ja total dämlich eigentlich. Ihr seht, auch uns passieren manchmal Fehler, aber ihr seht jetzt auch, wie krass der Unterschied ist. Nämlich, ich habe jetzt den 5er genommen, hier reingeschraubt und bums, sofort ging der wunderbar rein. Und jetzt machen wir noch mal eines, und zwar, wir testen das noch mal nach.
Ihr habt gesehen, das war mein Fehler. Alle anderen hatten von vornherein ja schon ihren großen Maximalakku mit dabei. Bei Dewald habe ich wirklich einen Fehler gemacht. Ich habe den falschen Akku genommen, nämlich den einreihigen Akku. Damit ist er gestoppt und wesentlich langsamer gewesen. Hier mit dem Akku war er auf demselben Niveau wie Flex und Metabo und hat einen echt guten Job gemacht mit knapp 37 Sekunden. Also ergo, der Dewald hat es doch drauf. Und wenn wir jetzt gesehen haben, dass der Dewald richtig Kraft hat, dann machen wir jetzt mal folgende Übung. Wir nehmen jetzt mal Flachfräsbohrer und schauen wir mal, ob er das auch hinkriegt. Ich glaube, jetzt haben wir die Ehre von Dewald auch gerettet, denn du hast gesehen, mit dem Flachfräsbohrer hat er hier richtig gute Arbeit geleistet und das war schon schön, wie er hier so reingewämst hat. Ja, bei 40 mm war irgendwann auch Schluss, aber so im Bereich 16, 20, auch sicherlich 24 mm kannst du hier wunderbar arbeiten. Das Problem an den Geräten ist ja hier allgemein, sie haben halt eben nur einen Gang. Und ich kann nicht, wie zum Beispiel bei dem hier, mal auch nochmal runterstellen, damit quasi eine Untersetzung herstellen. Also wirklich langsamer drehen, mehr Kraft. Ja. Aber dafür haben die sich alle echt gut geschlagen. Ich habe auch wirklich alle genommen, habe es mit allen ausprobiert. Da war es auch schon, dass man gesehen hat, naja, der Makita ist ja schon auch relativ schwach auf der Brust. Aber das sieht man ja allgemein in dem Testfeld, ja, wie es hier abgeschnitten hat. Mich würde übrigens eure Meinung interessieren und denkt an das Gewinnspiel, ja, dann, wenn ihr unten die Kommentare schreibt, dann seid ihr beim Gewinnspiel dabei. Ja. Mich würde eure Meinung interessieren. Was haltet ihr von den Geräten oder sind sie euch zu schwach? Ich persönlich bin der Meinung, das ist schon eine coole Sache. Gegebenenfalls kannst du sogar genau andersrum denken, kannst sagen, naja, vielleicht brauche ich ja gar keinen Akkuschrauber nehmen, nur sowas. Ist ja auch vielleicht eine Alternative. Wenn das für dich ein Thema ist, auch das würde mich super interessieren, schreib das mal in die Kommentare. Grundsätzlich kann man eine Sache sagen, keines der Geräte, die wir hier haben, hat irgendwie versagt, sondern jedes Gerät hat einen guten Job gemacht. Ja, Makita ist wirklich ein relativ altes Gerät, noch brushed, also hat kein brushless Motor, im Verhältnis schwach, aber das heißt nur, dass es etwas länger braucht. Wenn ich bei dem Makita ein 8er, 10er, 12er Loch bohren möchte und das nicht ewig tief ist, dann wird das Ganze mal hinbekommen, dauert halt nur einen Augenblick länger. Kommt es darauf an? Aus meiner Sicht nicht. Für mich sind das echte, ja, wirklich gute Geräte mit einem guten auch Preis-Leistungs-Verhältnis und vor allem, es ist leicht, einfach zu bedienen. Und eine Sache habe ich noch vergessen. Es gibt noch eine Sache, die ich erwähnen möchte. Und zwar, wir haben bei dem Gerät hier eine Sache, die die anderen nicht haben. Und das ist nochmal ganz wichtig. Wir haben hier Kickback. Das heißt, wir haben hier nicht Kickback, sondern wir haben ein Anti-Kickback hier mit dabei. Bei allen anderen ist es so, wenn du hier einen Rückschlag hättest, also dass es irgendwie so festzieht, dann würden sie weiterdrehen. Bei dem hier ist es so, dass er ein Anti-Kickback hier mit eingebaut hat. Das heißt, er würde stoppen. Ja, jetzt muss man aber sagen, alle Geräte haben Zusatzhandgriff. Benutze es nur mit Zusatzhandgriff. Ganz klar meine Empfehlung, weil dann ist das Thema Anti-Kickback hier bei denen auch kein Problem. Ich habe gesagt, auf eine Sache müssen wir noch eingehen, und zwar das Thema Absaugung. Da gibt es diverse Möglichkeiten, wie du auch hier absaugen kannst. Nummer 1, bei den meisten Herstellern gibt es eine Absaugung, die du draufstecken kannst. Oder von vielen Herstellern gibt es eine Absaugung, die du draufstecken kannst, direkt vom Hersteller. Nummer 2, es gibt natürlich Absaugeradapter, wie die, ich glaube GDE heißt das von Bosch, die du an die Wand ran tust, die festgesaugt wird, mit deinem Sauger an der Wand ist. Du kannst dann da durchbohren und wird das Ganze abgesaugt. Eine weitere Möglichkeit ist sowas wie das hier zum Beispiel. Das hier ist ein Saugbohrer. Ja, gibt es von vielen Herstellern hier, von Milwaukee, gibt es auch von Bosch tolle Geräte. Dann wird hier vorne wirklich an der Spitze das Ganze schon noch abgesaugt und du hast kein Bohrmehl, was hier noch aus dem Loch rauskommt oder groß rumstaubt. Das ist eine tolle Alternative. Hier kommt der Sauger dran, hier das Gerät. Du siehst hier, das dreht sich natürlich trotzdem und das funktioniert viel besser, als man es vermuten würde. Es gibt zum Beispiel hier so ein Packen, da hast du hier 5, 6 und so weiter bis 12 mm. Wenn du dich allgemein für das Thema Absaugung interessierst, auch das findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt. Du siehst also jetzt in Summe, es muss nicht immer 18 Volt sein, es muss nicht immer dieser Riesentrümmer sein und der Hang geht doch sowieso zum Zweitbohrer. Naja, du weißt, was ich meine. Zum Zweitbohrhammer viel eher. Ich freue mich auf eure Kommentare und solange jetzt ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.